Es ist eine Landschaft, in der das Wasser den Rhythmus des Lebens bestimmt. Wie Blutgefäße durchströmen Dutzende Bäche, Flüsse und kleine Rinnsale die einzigartigen Auenkomplexe im Nordwesten Sachsens. Zwischen Torgau und Bad Düben, zwischen den beiden Hauptschlagadern der Region, der Elbe, dem zweitgrößten Strom Deutschlands, und der Mulde, dem schnellsten Fluss Mitteleuropas. Sie sind die großen Lebensadern des Elbe-Mulde-Tieflandes. Und entlang ihrer Ufer säumen sich die artenreichsten Landschaften unserer Breiten. Quasi die Regenwälder Mitteleuropas, die Flussauen. Sie beherbergen mehr als ein Zehntel der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. In den urwüchsigen Auen und Bruchwäldern duellieren sich Europas größte Insekten, die Hirschkäfer. Darüber, über den Wipfeln der Bäume, auf stillgelegten Hochspannungsmasten, schlagen Fischadler ihre Zelte auf. Und in den weitflächigen Auenwiesen finden zahlreiche Weißstörche genügend Nahrung für sich und ihren Nachwuchs. Weite Teile ihrer Lebensräume an den Flussauen zwischen Elbe und Mulde stehen seit 1998 unter Schutz. Als Natura 2000 Gebiete, als grüne Schatztruhen Sachsens, die einen wichtigen Teil des europäischen Naturerbes ausmachen und die im EU-weiten Netzwerk Natura 2000 dauerhaft geschützt werden sollen. Das Elbland ist eine traditionelle Storchengegend. Wir haben ungefähr 45 Horste, wovon denen etwa 30 bis 35 regelmäßig bebrütet werden. Landwirtschaft und Natura 2000 können miteinander funktionieren. Hier pflegen wir unsere Wiesen mit den Kühen, mit den Mutterkühen, damit die Landschaft so wie sie ist erhalten bleibt und nicht zubuscht. Da bietet das Programm Natura 2000 sehr verschiedene Möglichkeiten, die wir dann auch koordinieren und entsprechend mit unterstützen. In den Flussauen von Elbe und Mulde wird der Gedanke von Natura 2000 besonders eindrucksvoll und greifbar umgesetzt. Natura 2000 setzt dabei auf eine Vernetzung von Schutzgebieten, großflächig, grenzüberschreitend und europaweit. Denn viele Arten brauchen zusammenhängende Schutzräume, um zu überleben. An der Mulde lebt so eine Tierart, die symbolhaft die Bedeutung von Natura 2000 versinnbildlicht. Der Biber ist ein Wandergeselle und legt auf der Suche nach neuen geeigneten Habitaten Strecken von bis zu 200 Kilometer zurück. Um ihn dauerhaft zu schützen, benötigt er große vernetzte Lebensräume entlang der Flussufer als Wanderkorridore. Ursprünglich war der Biber ein echter Europäer, überall auf dem Kontinent beheimatet. Doch insbesondere Verfolgung und die Vernichtung seiner Lebensräume führten fast zu seinem Aussterben. Genau hier setzt Natura 2000 an, mit der Ausweisung von Fauna-Flora-Habitatgebieten, kurz FFH-Gebieten. Sie dienen dem Erhalt ausgewählter Lebensräume wie den Weichholzauen an der Mulde und zugleich dem Schutz bedrohter Pflanzen- und Tierarten, die hier zu Hause sind. Insgesamt 270 FFH-Gebiete hat der Freistaat Sachsen in das EU-weite Netz Natura 2000 eingebracht. Eines davon ist das FFH-Gebiet Vereinigte Mulde und Muldeaue. Ein gewaltiger, zum Teil mehrere Kilometer breiter und viele Kilometer langer Schutzschlauch entlang des Flusses. Von Grimma im Süden bis an die Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt bei Löbnitz im Norden. 17 besondere Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie und 15 gefährdete Pflanzen- und Tierarten des Anhanges 2 der FFH-Richtlinie lassen sich hier finden. Viele von ihnen sind sogenannte Schlüsselarten. Wo sie vorkommen, zieht es weiteres Leben nach, ganz von selbst. Ja, der Biber schafft eben auch Lebensräume für andere Tiere. Wir sehen hier zum Beispiel den kleinen Damm,
wo er innerhalb des Erlenbruches so 2-3 Dezimeter angestaut hat. Das Wasser verbleibt, wenn es nicht verdunstet. Es wird Schilf hier wachsen und schon hat der Kranich und andere Tiere hier einen neuen Lebensraum gefunden. Und nicht bloß der Kranich, er schafft auch Lebensräume für andere Tiere, zum Beispiel zum Otter, der hier tauchen kann und fischen kann, und noch andere Wasservögel. 55 Biberhabitate ließen sich im Rahmen von Natura 2000 Kartierungen entlang der Mulde finden. Und etwa 100 Biberbabys erblicken hier jährlich das Licht der Welt. Die Biberreviere am Muldelauf zählen mittlerweile zu ihren wichtigsten Reproduktionszentren. Und dank der Vernetzung von Natura 2000 Gebieten können sich die Nager von hier aus wieder im Flusssystem der Mulde ausbreiten. Die Vereinigte Mulde ist heute einer ihrer wichtigsten Wanderkorridore. Sachsen hat gute Erfahrungen mit einem vorausschauenden Bibermanagement, wie es zum Beispiel die Kontaktstelle beim Naturpark Dübener Heide leistet. Dadurch werden auftretende Konflikte mit den Landnutzern gelöst. Weite Teile des FFH-Gebietes Vereinigte Mulde und Muldeaue sind dabei gleichzeitig als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Vor allem in ihrem mittleren, meandrierenden Verlauf zeichnet sich die Mulde durch vielfältige typische Eigenschaften eines noch sehr naturnahen Flusses aus. Dazu zählen vor allem auch die charakteristischen Steilabbrüche, an denen neben Uferschwalben auch Bienenfresser ihre Brutröhren bauen und hier ihre Jungen großziehen. Während die farbenprächtigen Bienenfresser erst seit wenigen Jahren das Elbe-Mulde-Tiefland besiedeln, leben Weißstörche schon seit Jahrhunderten an den Flussauen im Nordwesten Sachsens. Die bis zu 1 Meter großen Zugvögel zählen neben dem Biber zu den Symboltieren der Landschaft schlechthin. Einer ihrer wichtigsten Verbreitungsschwerpunkte ist neben der Muldeaue vor allem auch das FFH-Gebiet Elbtal zwischen Mühlberg und Greutnitz. Hier gibt es kaum einen Ort, in dem nicht mindestens ein Storchenhorst zu finden ist. Jedes Jahr im Juli schlüpfen die Jungvögel, meist 3 bis 4 pro Horst. Um ihre Wanderrouten zu erforschen, aber auch um Schutzmaßnahmen zu koordinieren, wird ein Großteil von ihnen mit Vogelringen markiert. Dennoch immer gilt die Art als gefährdet bzw. zurückgehend und steht deshalb im Mittelpunkt vielfältiger Natura 2000 Maßnahmen. Storchenschutz ist im Prinzip symbolträchtig. Der Storch ist in der Nahrungskette Endglied, kann man sagen. Und wenn es dem Storch gut geht, ist das ein Synonym für eine verhältnismäßig intakte Umwelt. Natura 2000 sieht deshalb auch eine kontinuierliche Überwachung der Lebensräume und Arten vor. Dazu wurde ein Biomonitoring eingeführt, eine Art Dauerbeobachtung, die alle 6 Jahre eine Berichtspflicht über den Zustand der FFH- und Vogelschutzgebiete vorsieht. An diesem Monitoring wirken in unverzichtbarer Weise zahlreiche Verbände und ehrenamtlich engagierte Naturschützer maßgeblich mit. Denn nur so lassen sich bei Bedarf notwendige Verbesserungsmaßnahmen ableiten. Maßstab für deren Bewertung sind dabei die Grundschutzverordnungen der jeweiligen Natura 2000 Gebiete, die die Erhaltungsziele eines Gebietes genau festlegen. In den FFH-Gebieten im Elbtal zwischen Mühlberg und Greutnitz, als auch an den Muldeauen, betrifft das zum Beispiel auch die Sicherung der Flachlandmähwiesen und der Brenndolden-Auenwiesen. 2 spezifischer Lebensraumtypen des Auengrünlandes, die unter anderem für die Erhaltung der Weißstorchbestände wichtig sind. Deren Nutzung und Pflege ist nur mit extensiver Landwirtschaft umzusetzen. Denn ein Großteil der schützenswerten Lebensraumtypen in Natura 2000 Gebieten sind erst durch menschliche Nutzung entstanden. Uns geht das Herz schon auf, wenn wir das sehen. Das ist einfach was fürs Auge, fürs Gemüt. Das ist Natur pur. Aber warum ist es denn da? Warum ist die Natur so oder die Landschaft so, wie wir sie haben? Weil wir sie über Jahrzehnte, ich spreche jetzt mal, die Bauern sie über die Jahrzehnte so gepflegt haben. Deswegen ist es so. Das ist ja nicht so, weil wir das seit 2 Jahren so machen oder weil die Bestimmungen jetzt seit 2 Jahren so sind. Nein, weil es über Jahrzehnte genau so gemacht wurde. Heute bedeutet das für die Bauern auch Einschränkungen.
Denn in FFH-Gebieten gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das heißt, die Bewirtschaftung darf nicht auf Kosten der Natur intensiviert werden. Ausgleichszahlungen und Förderprogramme ermöglichen es jedoch, den Landwirten Ertrags- und Qualitätsverluste auszugleichen, die zum Beispiel durch Verzicht auf Düngung oder eine späte Mahd entstehen. Doch nur so lassen sich Lebensräume und Arten wie der seltene Flussregenpfeifer und seine Gelege schützen und die natürliche Auendynamik erhalten. Denn die Flussauen sind unverzichtbare Überlebensinseln für über 4000 Tier- und Pflanzenarten. Die gestalterische Kraft des Wassers, die die Ufer ständig verändert, schafft die Basis dafür, dass sich auf kleiner Fläche eine große Anzahl an Lebensräumen bilden kann. Während die Flüsse die vielfältigen Lebensräume in linearer Richtung verbinden und die Ausbreitung vieler Tierarten erst ermöglichen, vernetzen die ausgedehnten Auenkomplexe die Biotope untereinander und in seitlicher Richtung. Besonders viel Potenzial dafür bieten die großen Flussauen von Mulde und Elbe. In den noch intakten Auenbereichen explodiert förmlich das Leben vor einer einzigartigen Kulisse der Natur, zu der auch die Auenwälder maßgeblich beitragen. In Bereichen, in denen die Auen von der natürlichen Dynamik der Flüsse und damit von ihrem Lebenselixier, dem Wasser, heute abgetrennt sind, sind weitere Anstrengungen zur Rückgewinnung von Retentions- und Auenflächen erforderlich. 14 schützenswerte Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie sind im FFH-Gebiet Elbtal zwischen Mühlberg und Greutnitz zu finden. Darunter die Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder. Ein sogenannter prioritärer Lebensraumtyp, deren Erhalt in der Europäischen Union eine herausragende Bedeutung zukommt. Wir haben hier sehr seltene Tierarten. Bei den Vögeln ist zu erwähnen neben dem Buntspecht Schwarzspecht, Grünspecht, Grauspecht oder der Waldlaubsänger. Und bei den Käfern ist zu erwähnen der Hirschkäfer und der Eremit. Dabei ist der Hirschkäfer mit einer Größe von bis zu 9 cm der größte Käfer Mitteleuropas. Im Osten Deutschlands findet er nur noch wenige geeignete Habitate. Denn die Tiere brauchen morsche Bäume, vor allem Eichen, und ihre Wurzelstöcke, um ihren Nachwuchs großzuziehen. Neben den Auenwäldern an Mulde und Elbe finden Sie vor allem in einem etwa 4200 Hektar großen Areal im Elbe-Mulde-Tiefland noch optimale Lebensräume vor. Inmitten weiter Sandebenen und hügeliger Endmoränen befindet sich hier das FFH-Gebiet Presseler Heidewald und Moorgebiet. Einem der vielleicht urwüchsigsten Landschaften Sachsens mit krassen Gegensätzen. Denn hier wechseln sich extrem trockene Heidebereiche mit grundwassernahen Übergangs- und Schwingrasenmooren ab und schaffen ein märchenhaftes und äußerst buntes Landschaftsbild. Umrahmt wird das Gebiet von großen Laub- und Mischwäldern, darunter FFH-Lebensraumtypen wie Waldkiefern-Moorwälder, Hainsimsen-Buchenwälder und Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder. In besonders schützenswerten Bereichen bleibt hier die Natur sich völlig selbst überlassen, als sogenannte Prozessschutzfläche. Ja, wir sehen natürlich auch diese wildromantische Entwicklung dieses Waldgebietes. Was umgefallen ist an Bäumen, Buchen oder Eichen, bleiben liegen. Und sehr gut zu sehen ist dann auch, wie die Natur sich selber hilft. Die Naturverjüngung, die wir sehen, sind also keine Anpflanzungen, sondern aus den Bucheckern wachsen dann diese Wälder wieder hoch. Doch nicht überall gelingt es, wertvolle Lebensräume zu erhalten, wenn man der Natur, so wie hier, freien Lauf lässt. Der Lebensraumtyp trockene Heiden gilt heute europaweit als extrem bedroht und lässt sich nur durch menschliche Nutzung erhalten. So wie hier im FFH-Gebiet Gorischheide und Elbniederterrasse Zeithain, einem ehemaligen Truppenübungsplatz der Sowjetarmee und heute
eines der größten Heidegebiete Sachsens. Was früher Panzerketten und Brände erledigten, dafür sorgen heute Schafe. Das Heidekraut kurz halten und eine Verbuschung der Landschaft vermeiden. Denn ohne menschlichen Einfluss würden die Heidelebensräume mit Sträuchern und Bäumen zuwachsen und damit auch viele Offenlandarten verschwinden. So wie der unscheinbare, aber seltene Ölkäfer, der hier eines seiner letzten Refugien vorfindet. Er braucht trockene Sandböden, um seine Eier abzulegen. Jedes Weibchen bringt es dabei auf 10.000 Stück pro Jahr. Im kommenden Frühling schlüpfen daraus die Larven und bilden für viele schützenswerte Arten wie den Steinschmätzer die Nahrungsgrundlage. Doch nicht nur für den Erhalt seltener Arten und Lebensräume hat die Gorisch-Heide im Netz von Natura 2000 eine herausragende Bedeutung. Die Gorisch-Heide ist sozusagen der Kernpunkt des Biotopverbundes zwischen der Elbe und der Röder Aue sozusagen. Es liegt genau in der Mitte und in beide Bereiche, links und rechts von der Gorisch-Heide, erstrecken sich die SPA-Gebiete. Die SPA, die EU-Vogelschutzgebiete Unteres Rödertal und das Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, vernetzen sich mit der Gorisch-Heide zu einem einzigartigen Schutzkorridor entlang der Flussauen im Nordwesten Sachsens und zeigen damit eindrucksvoll, wie der Freistaat Sachsen seiner Verantwortung für das EU-weite Schutzgebietsnetz Natura 2000 gerecht wird. Hier im Elbe-Mulde-Tiefland wird so die Umsetzung von Natura 2000 besonders deutlich und auch für jedermann erlebbar. Der Erhalt des sächsischen Naturerbes als Teil der biologischen Vielfalt unseres Kontinents.